Hola amigos, ¿qué tal a todos? Herzlich willkommen bei einem neuen Video beim Einfache Spanisch. Ich bin Juan und heute wir werden zum Thema haben Selbstvorstellung. Auf Spanisch Presentación, una presentación, eine Selbstvorstellung. Das ist ganz wichtig und das wird ganz basic sein, ganz básico. Ja, natürlich in einer Selbstvorstellung kann man alles wie möglich sagen, aber wir werden heute lernen eine ganz basic Selbstvorstellung. Ja, habe ich, wie gesagt, eine ganz einfache Selbstvorstellung vorbereitet. Das könnt ihr zu Hause üben und kann man ganz schnell im Gehirn speichern. Ja, la presentación en español. Zuerst werden wir haben hier auf Deutsch, wie man sagt auf Deutsch, und danach die Übersetzung auf Spanisch. Zuerst haben wir Hallo, ich heiße. Wie würde man das auf Spanisch sagen? Und sagen wir unseren Namen, ja? Hola, me llamo, und dann kommt unser Name. Muss ich eine neue Edding kaufen, weil das ist ein bisschen alt. Habe ich mehrmals benutzt. Entschuldigung, auch wenn ja, die Buchstaben kann man nicht gut sehen. Und hallo, ich heiße Juan auf Deutsch. Auf Spanisch, hola, me llamo Juan. Me llamo Juan. Ich bin, zum Beispiel mein Alter, 32 Jahre alt. Auf Spanisch, tengo 32 años. Tengo 32 años. Ich bin 32 Jahre alt. Tengo 32 años. Hier etwas ganz wichtig und ganz interessant. Auf Spanisch muss man nicht unbedingt die Pronomen sagen. In vielen Sätzen wir werden finden, dass die haben keine Pronomen. Und auf Spanisch muss man nicht unbedingt ein Pronomen benutzen. Zum Beispiel kann ich sagen, tengo 32 años, ohne Pronomen. Aber auch kann ich sagen, yo tengo 32 años. Ich bin 32 Jahre alt. Und auf Spanisch ist tengo auch. Ist tengo. Auf Deutsch, wenn man so genau das übersetzt, ist ich habe 32 Jahre alt, aber auf Deutsch macht keinen Sinn. Und auf Spanisch, deswegen sagt man tengo. Sagt man nicht estoy 32 años. No. Aber muss man das nicht verstehen? Einfach so lernen. Tengo. Ich bin 32 años. 32 Jahre alt. Ich komme aus, und sagt man das Land, kann man entweder sagen, soy de oder vengo de. Ich komme aus El Salvador. Vengo de El Salvador. Oder soy de El Salvador. Und schon wieder finden wir, dass wir haben kein Pronomen auf Spanisch. Kann man sagen auch, yo soy de El Salvador oder auch yo vengo de El Salvador. Ich komme aus El Salvador. Ist vengo de El Salvador oder soy de El Salvador. Ich wohne in, wir werden das Dorf sagen, Bad Hönningen. Vivo en Bad Hönningen. ¿Sí? Die Orte und Länder, manchmal die haben das gleiche Name auf Spanisch und auf Deutsch. Die würden das nicht übersetzen. Ich wohne in Bad Hönningen. Auch ohne Pronomen kann man sagen, auch mit Pronomen. Vivo en Bad Hönningen. Vivo en Bad Hönningen. Jetzt kommt was Interessantes.
ich spreche, kann man sagen, die Sprache, dass man spricht. Ich spreche Spanisch, ich spreche Deutsch. Und sagt man auf Spanisch, yo hablo español o yo hablo alemán, yo hablo inglés. Die Sprache, dass man spricht einfach. Und tschüss, adios, adios. Machen wir die Wiederholung. Ich werde alles, vengo de a, muss ich hier schreiben zuerst. El Salvador, vivo en Bad Höningen. Yo hablo español. Español. Adiós. Jetzt mache ich die Wiederholung auf Spanisch. Hola, me llamo Juan. Tengo 32 años. Vengo de El Salvador. Vivo en Bad Höningen. Yo hablo español. Adiós. Jetzt schneller. Hola, me llamo Juan. Tengo 32 años. Vengo de El Salvador. Vivo en Bad Höningen. Yo hablo español. Adiós. Wie gesagt, das ist eine ganz einfache Selbstvorstellung. Kann man schnell lernen und Hauptsache ist, dass du wiederholst und du das in das Gehirn hast, in das Gehirn durchspeichern kannst. Und dann hast du eine ganz einfache, ganz basic Selbstvorstellung. Aber kannst du dich auf Spanisch dich vorstellen? Das ist ganz wichtig, dass wenn du jemanden kennenlernst, du musst dich selber vorstellen. Hola, me llamo Juan, vengo del Salvador, tengo 32 años. Es gibt auch viele Sätze, das haben wir nicht benutzt, aber wir werden in andere Videos lernen. Zum Beispiel, ich mache das und das und das von Beruf, yo trabajo, me gusta hacer esto, lo otro, ich habe diese Hobby, ich mag diese Hobbys zu machen und das und das und das. Ja, wie gesagt, das ist ganz einfache und ganz basic Selbstvorstellung. Aber es ist ganz wichtig, das muss man wissen, wie kann man sich auf Spanien vorstellen. Ja? Und wie gesagt, könnt ihr einen Screenshot machen und wiederholen und eine Selbstvorstellung auf Spanisch lernen und danach sagen. Mit der Zeit kommt danach die Selbstvorstellung automatisch, wenn du weißt, was du sprichst. Ja? Ich hoffe, dass dieses Video hat euch gut gefallen. Liken das Video bitte, auch die Video teilen und sich abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Video. Ja?